Buongiorno, ich bin Nino Salvati und habe aus einer alten Lagerhalle eine orientalische Märchenwelt gebaut. Vor 15 Jahren war hier gar nichts. Das war eine pure Lagerhalle. Das Einzige, was ich vorgefunden habe, war eine Dusche, ein WC und ein Büro. Und ich habe in 15 Jahren diese orientalische Traumwelt hineingebaut. Folgt mir. Da ich ja italienischer Abstammung bin, also mein Vater ist Italiener, wollte ich das Ganze natürlich auch im italienischen Stil bauen und kreieren. Doch da ich ja dieses arabische Morgenland sehr liebe und auch viel zu Besuch war, hat sich dann irgendwie eine Mischung eingeschlichen und es ist irgendwann einfach außer Kontrolle geraten. Alles, was ihr hier so seht, die Dekoteile, die Möbel, einfach alles ist zu 80% gebraucht. Von Kleinanzeigen, Trödelmärkten, von Bekannten, von Haushaltsauflösung, alles dabei gewesen. Diese wunderschönen orientalischen Leuchten, die hatte jemand 20 Jahre in seinem Keller, ein guter Freund von mir. Eines Tages stand er plötzlich hier vor der Tür und hatte diese beiden Leuchten in der Hand und sagte, Nino, die schenke ich dir, die kannst du haben. Und die passten hier rein, als ob ich sie selber irgendwo bestellt hätte. Da ich in diesem Märchenland auch sehr viel mit Licht arbeite, quasi auch mit Lichteffekten, habe ich in diesem wunderschönen Spiegel eine Lichtleiste eingebaut, eine LED-Lichtleiste, die man so programmieren kann, dass sie zum Beispiel nach der Musik taktet und dass man mit 2 Nebelmaschinen den Nebel auf diesen Spiegel wirft und dieser Spiegel ein wunderschönes Ambiente-Licht entwickelt. Jetzt geht's in meinen orientalischen Wellnessbereich. Folgt mir. Und hier ist eigentlich mein Lieblingsstück aus der ganzen orientalischen Märchenwelt, die freistehende Badewanne. Die habe ich damals gekauft, da war sie wie üblich eine weiße Badewanne. Habe sie dann zum Autolackierer gebracht und der hat die dann in Bordeaux lackiert. Und ich habe dann anschließend noch diese Badewanne veredelt, diese wunderschöne Sonne drauf gemacht mit Fliesenmosaike. Es sind in etwa 300 bis 400 Einzelteile, die ich dann geklebt habe und mit Goldlack versiegelt habe. Ich habe damals einen Restbestand aufgekauft von bunten Fliesen. Alles war dabei, es war sehr günstig und habe die dann klein geschlagen und habe dann immer im ganzen Märchenland diese Fliesenmosaike geklebt. Das sind in etwa 3.000, 4.000 Fliesenmosaike. Und im ganzen orientalischen Märchenland habe ich weit über 40.000 Fliesenmosaike geklebt. Und nun gehen wir in mein Wohnzimmer. Hier sind wir quasi im größten Raum. Wie ihr seht, hängen hier sehr viele Vorhänge. Alleine im ganzen orientalischen Märchenland hängen weit über 250 Vorhänge. Ich bin ja Gärtner, ich hatte davon eigentlich überhaupt keine Ahnung und habe dann einfach mit Heftzwecken, Sicherheitsnadeln und was ich alles gefunden habe, die Vorhänge platziert. Und ich habe halt versucht, eine mystische, warme Atmosphäre zu schaffen. Das ist meine richtig schöne große Sitzecke, die ich extra dafür gemacht habe, um auch mal selber abzuschalten.
Ich habe sehr viel Kissen platziert und übrigens habe ich im gesamten orientalischen Märchenland weit über 150 Kissen überall platziert. Ich chille hier und träume einfach vor mir hin und das kann über Stunden dauern. Es ist einfach wunderschön, hier zu liegen in dieser Kuschelecke. Und hier seht ihr meinen Buffettisch. Dort sind sehr schöne, außergewöhnliche Geschirre, Schalen, Töpfe, die ich auch sehr gerne nutze. Wenn ich Besuch bekomme, baue ich hier zum Beispiel mein Buffet auf. Ja, und hier bin ich in meinem orientalischen Himmelbett, was ursprünglich ein Bambusbett war. Habe das dann tapiert, auch mit Vorhängen und Lichtern, wie ihr seht. Ja, und mit diesem orientalischen Märchenbett fing auch eigentlich alles an. Das war das Erste, was in dieser Wohnung stand. Ich hatte noch 2 Stühle, einen Herd, einen Fernseher und ich hatte einen Rolltor da vorne. Da bin ich dann mit dem Auto reingefahren, bin ausgestiegen und bin dann einfach ins Bett gegangen. Immer, wenn ich morgens aufstehe, habe ich gute Laune, auch wenn draußen mal das Wetter schlecht ist. Das macht nichts. Durch diese Atmosphäre, die hier drin geschaffen worden ist, da man das Himmelbett ja auch komplett schließen kann, ist es auch eine wunderschöne romantische Atmosphäre. So, nun kommen wir zu meiner Musikecke. Ich kann davon gar nichts spielen. Ich bin, wie gesagt, Gärtner. Aber in unseren Träumen, in unseren Aufführungen kann man alles sein. Und das ist unsere Botschaft, die wir dann damit rüberbringen wollen. Und ich finde, dass Träume und Fantasie kein Geld kosten sollten. Und deswegen machen wir die ganze Sache auch unentgeltlich. Wir machen ja sehr unterschiedliche Aufführungen, auch sehr emotionale Aufführungen. Und wir versuchen dann die Menschen, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, in eine fantastische Märchenwelt zu entführen. Und da erlebe ich sehr oft, dass die Erwachsenen teilweise vor Freude auch weinen. Und das hier ist mein kleines Arbeitszimmer. Aber das war eigentlich nie richtig das Arbeitszimmer. Hier wurde dann umfunktioniert als Lagerplatz für meine kostbaren Kostüme, wie zum Beispiel hier das Kostüm Aquaman oder Jack Sparrow, ist auch ein sehr schönes Kostüm. Eins meiner Lieblingskostüme ist der Zauberer, was auch hier hängt. Das hier ist der Blaue Phönix, eine ganz neue Kreation, was das nächste Märchen im nächsten Jahr wird. Dazu habe ich noch Flügel, 4 Meter lange Flügel und ein komplettes Kostüm aus Federn. Ja, der Aquaman, das Kostüm hier, ist mit auch das sehr aufwendigste Kostüm, was wir gebaut haben. Ich habe diese Geschichte 3 Jahre gemacht. Eine traumhafte Geschichte mit einem wunderschönen Happy End. Hier ist meine erste Sonne, mein erstes Mosaik, was ich so ein bisschen hier in diesem Arbeitsraum gemacht habe, weil es sehr versteckt war. Wenn es schief laufen sollte, konnte ich es hier besser korrigieren. Und auf Anhieb ist es eigentlich sehr schön geworden. Es sind über 300-400 Mosaikteile. Das Goldene Buch, das ist eine goldene Bibel. Da habe ich damals an einer Entrümpelung mitgeholfen und die habe ich dann gefunden und die durfte ich dann behalten. Und jetzt ist sie seit 10 Jahren hier in unserem Besitz und spielt bei vielen Aufführungen mit. Beim Waldzauberer, als zum Beispiel Medizinbuch oder als Nikolausbuch, wo die ganzen Namen drin stehen.
Dieser wunderschöne Sessel hier, den habe ich bei einer ganz, ganz netten Familie erworben. Und seitdem er in meinem Besitz ist, fungiert er zum Beispiel für den Nikolaus als Dekoteil oder für den Zauberer und vielleicht in Zukunft noch für andere Charaktere. So, und hier geht's in meine Küche. Das ist eine Patchwork-Küche. Damit meine ich, dass gewisse Sachen neu gekauft worden sind. Gewisse Sachen habe ich geschenkt gekriegt und andere habe ich dann auch gebraucht gekauft. Wie zum Beispiel das Sideboard. Das wollten sie wegschmeißen, das habe ich sofort mitgenommen. Die Vitrine von Kleinanzeigen habe ich die für kleines Geld gekauft. Die Küchenzeile ist neu. Dieser Konditoreischrank, den habe ich eigentlich im Tausch für eine Arbeit bekommen. Da habe ich einen Baum entfernt und dafür habe ich diesen wunderschönen Schrank bekommen. Die ganzen Schreiben, die ich von Kindern kriege, als Nikolaus oder als Grinch oder als Zauberer, die bewahre ich da drin auf. Und jeden Morgen, wenn ich hier hinkomme, kann ich die sehen. Das sind wirklich sehr rührende Sachen, die die Kinder selbst gebastelt haben, die sie mir da geschenkt haben. Ja, hier ist ein umfunktionierter Frühstückstisch, wo früher ein viereckiger Tisch war, habe ich einfach eine Marmorplatte draufgelegt oder drauf gesetzt, die ich von einer Entrümpelung umsonst bekommen habe. Und der bietet mir dann halt sehr viel Platz. Und meistens, wenn ich dann Geburtstag feiere oder Weihnachten, kommen mir auch verschiedene Kuchen hin. Der dient sehr gut dazu und sieht auch sehr schön aus. Ich habe auch einiges an orientalischen Geschirr, wie ihr hier seht, zum Beispiel Tassen, Teller etc., die ich aber mehr oder weniger nur für Dekozwecken nutze. Ich koche persönlich sehr gerne italienisch und da benutze ich meistens herkömmliches Geschirr. Seid willkommen in dem wohl schönsten Bereich meines orientalischen Märchenlandes. Das ist der sogenannte orientalische Mitternachtsgarten, der sehr viel mit Emotionen, Gefühle zu tun hat. Und diese herrliche Mauer haben wir quasi mit Ytongsteine aufgemauert und dann mit einer Säbelsäge in Form geschnitten und dann weit über 3.000 bis 4.000 Fliesenmosaiken geklebt. Und die Sonne symbolisiert für mich die Bedeutung von Leben. Das ist hier meine Outdoor-Küche. Die habe ich auch gebraucht gekauft. Ein wunderschönes Teil, die ich dann auch viel dekoriert habe und ein Pavillon drüber gebaut habe, der wetterfest ist. Hier koche ich auch ganz gerne, natürlich italienisch. Und mit meinen Freunden sitze ich hier und wir können einen wunderschönen Abend verbringen. Ja, hier ist mein orientalisches Chillout-Zelt. Hier kann man wunderschön mit Chillout-Kissen und Tisch an der Couch schön sitzen, essen, schön gemütlichen Abend verbringen. Und diese ganzen Elemente, die ihr seht, sind von einer Firma, wo die arabische Möbel, Hochzeitsmöbel etc. verkauft haben und habe ich gebraucht zu einem kleinen Preis erstanden. Die waren vorher alle weiß und die habe ich dann in Gold lackiert und im Märchenland komplett verteilt und erfüllen jetzt ihren wunderbaren Zweck. Und dann habe ich dieses Chill-Out-Zelt abgesichert mit einer sehr wetterfesten und dicken LKW-Plane. Das hält schon seit über 5 Jahren, Stürme, Stand, Regen etc. und schützt dann auch die wertvollen Sachen wie die Musikanlage und die Dekoteile. Und wenn ich dann in diesem Chill-Out-Zelt sitze und mir noch mal diese Musik anhöre, die wir bei Aufführung spielen, bekomme ich dann selber noch mal richtig Gänsehaut und kann noch mal in diesen Emotionen und Gefühlen versinken.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr schöne Videos sehen wollt, klickt da oder schaut auf den Kanal. Ciao!